Okay, ich glaube, jetzt habe ich's. Moinsens. Natürlich müssen wir aber auch die Musik noch ein bisschen leiser drehen, jetzt gerade zumindest. Zack. Später drehen wir das Ganze dann natürlich wieder hoch. Passend zum Livestream wird das alles wieder lauter gemacht. Aber Genshin Impact, wunderbar, startet auch. Denn rüber in diese Ansicht und in den Hype. Guck mal, Sasael Angel sogar das erste Mal mit dem Stream dabei. Ich freue mich, dich zu sehen. Erster war Zhongli. So viele Zhonglis. Maybe. Moin. Was geht? Basti Blade. Hallöchen. Glow bei 2 Chats einfach. Dann wollen wir mal. War lange nicht mehr da. Mir geht's super, Kitsching. Ich habe leider heute den YouTube-Chat nur so halb vor Augen. Dadurch, dass ich irgendwie hier meine Software buggt. Aber ich sehe euch. Also David sehe ich, Meri sehe ich, Kakashi sehe ich, Moa auch auf YouTube sehe ich, Yubi, Katamaran. Passiert. So, jetzt schon das ein Video von HSR gesehen. Ja, ich habe eben gerade noch ein Video aufgenommen. Ich habe das erstmal nur für Kanalmitglieder hochgeladen. Ich muss nach dem Stream noch ein Thumbnail machen, damit ich das dann für alle hochladen kann. Aber Kanalmitglieder müssten meine Reaction zu dem Video von HSR gesehen haben. Armer Geldbeutel, kann ich nur so unterschreiben. Moin Domi, was geht? Nika Nakanda. Golden Phoenix auch mit am Start. Wir werden einfach so unendlich leiden, wenn diese Figur bei Honkai Star rauskommt. Servus, Glow. Blade, mir geht's immer noch super. Wie geht's dir? Hallöchen, Taste, Lumin. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Was will es geht, was geht. Ist das denn jetzt rein May? Es ist rein Acheron. Also, es ist ja nicht rein May. Nein, ich denke mal, das ist, ansonsten würde sich ja als rein May vorstellen, sondern wir haben ja einfach verschiedene Multi-Universen und das ist einfach eine andere Form von ihr in einem anderen Universum. Quasi, als würde es dich nochmal irgendwo anders geben und du siehst fast der gleiche Glow, aber nicht der richtige gleiche Glow. Die einzige Person, die ja vom Universum zu Universum gereist ist, bisher ist Wade. Das ist der einzige, der sowohl in Honkai Star Rail als auch in Honkai Impact der gleiche ist. Zumindest nach aktuellen Informationen. Der einzige, der in beiden Spielen der gleiche ist. So, guck mal, hier sind wir. 160 von 160 Hearts. Es geht wieder los, meine lieben Freunde. Ab nach Fontaine. Und dann genießen. Rein ist die Puppe. Ja, das ist richtig. Rein ist die Puppe. Haben wir Pity schon 148, aber ganz Oldschool-Spieler, ich glaube, die meisten nennen sie rein, die damals zum Release da waren, oder? Hat mit Pity schon 148 Puls, das wird super ein paar Monaten, ne? Die 400 werden es. Achso, du sparst ab jetzt nur auf die Archeron? Achso, jo. Zu viel Geld, das man investieren muss. Nein! Plus, dass ich jetzt hier auch noch meine anderen Gacha-Games spiele. Bin ja voll im Black Clover-Hype gerade. Hallöchen, Karen. Also, wenn jemand noch einen Orden sucht im Black Clover, ich nehme euch gerne alle auf. Oh, ich habe schon welche. 5, ups. Ich nehme euch gerne alle auf. Kommt gerne alle in meinen Orden. Okay, was heißt alle? Ich habe, glaube ich, noch 5 freie Plätze. Salty ist unsere Ordensführerin. Ich habe eben gerade im Chat schon gelesen, was geht. Ordensführer Sonius. Salty ist aber tatsächlich unsere Ordensführerin. Dann nenne ich sie Baal. Let's go. Nochmal den richtigen oder nochmal einen nicht richtigen Namen. Immer weiter, immer weiter. Nächster Mensch und rein ist die Puppe. Ja, ich weiß. So, jetzt habt ihr das davon. Ich glaube, in meinem Guide steht bis heute auch Baal im Titel. Und der Guide wird immer noch gefunden. Wann startet der Livestream? Um 13 Uhr. Tatsächlich schon in 18 Minuten. Also, dauert nicht mehr lange, bis der Livestream da ist. Hallöchen, Mara. Bin gleichzeitig auf Twitch. Ach, da bist du Kitsching, Mara. Okay, und hallo, Doflamingo. Bin ich auch wieder auf YouTube zu sehen. Die Person, die als allererstes auf meinem Kanal hier in Superchat rausgehauen hat. Nee, ich spare seit Furina. Achso, wow, okay, sorry. Hallöchen, Ninak. 13 Uhr einkaufen, gar kein Bock. Verpasst den Start, dann geh doch jetzt einkaufen. Warum musst du um 13 Uhr einkaufen? Ui. Ich hab dich mit drin. Random Team. Zack, aber egal. Ich sterbe ja trotzdem irgendwie, auch wenn das Team gerade sehr, sehr random ist. Whoops. Weil für Erkundung ist es gar nicht mehr so random. So ein Lene dabei zu haben, ist eigentlich immer ganz nett. Autsch. Kommt noch von Lucifer das Team. Und go. Nächste Woche ist dann der HSR-Stream, oder? Müsste sein, genau. Dass das jetzt immer mit nur einer Woche Pause leider ist. Und dann irgendwann noch die Zenless Zone Zero Streams dazu. Aber ich weiß noch nicht, ob ich Zenless Zone Zero wirklich aktiv spielen werde. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin jetzt nicht zu 100% begeistert gewesen von ZZZ. Moin Dark Tempest Gamer und sucht die. Hey, hey, zusammen, Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen.
Hey, hey, kann ich nur zurückgeben. Dankeschön für deinen ganz, ganz sweeten Prime. Hallöchen, Mariel. Wie weit bist du im Black Clover? Rang 10 oder 11? Eins von den beiden bin ich gerade. 10 oder 11. Guten Morgen, Lucifer. Ah, ich wollte das Team wechseln. Na, sie jetzt. Ups. Ah, wait. Ich habe noch die falsche Ansicht, ich Trottel. So seht ihr viel mehr. Erstmal die falsche Ansicht gegönnt. Hallöchen, Bram. Genau, also Black Clover jetzt gerade. Oh, ich muss Werbung schalten direkt bevor der Livestream startet, damit keiner Werbung kriegt während des Livestreams. Wichtig gleich. Wenn ich denn jetzt... Ja, okay, oder was passiert einfach jetzt? Warum muss Isekai Ball so früh kommen? Du möchtest wirklich die Leute sauer machen. Kann das sein, Glo? Jetzt auf Ball? Diejenigen, die nicht seit 2.0 spielen, die sind sauer, wenn sie Isekai Ball lesen. So. Hab bis heute Morgen um 5 gesuchtet, bin Rang 14. Oh, Lelouch. Nochmal gut, zack, nach vorne gerast. Aber ich bin noch ein bisschen verzweifelt, was ich jetzt gerade am besten rushe im Black Clover. Hallöchen, Takuya. Denkst du, Navia wird gut? Ich hoffe es. Geo ist eigentlich immer ein ganz cooles Element, aber halt sehr auf Geo spezialisiert. Das ist immer so... Wenn man Geo spielt, dann richtig Geo. Es geht um 13 Uhr gleich der Livestream los, aber wenn man Geo bisher spielte, dann richtig Geo... Das ist meine Hoffnung, dass sie ein bisschen mehr mit anderen Elementen machen wird. Verteidigungskelch. Yo, Albedo, let's go. Verteidigungskelch mit Verteidigung Flat, Double Crit, angenommen. Hallöchen, Lex Play. Und Rose 13 Hello, Blue. ich schau auch mal nach längerer Zeit wieder rein. Sonius Love. Liebe kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Auch für deinen Prime. Direkt nach längerer Zeit wieder am Reinschauen und sofort den Prime gedroppt. Liebe geht raus. Was am Arsch. Yes. Wenn es in HSR so wild zugeht, werde ich nicht mehr so viel in Genshin aufladen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in HSR weiter so wild zugeht. Irgendwie habe ich das im Gefühl. HSR droppt eine krasse Figur nach der nächsten. Ich glaube, die sind richtig enttäuscht über Agenti, dass er nicht den Hype erfährt, den sie sich erhofft hatten. Ich glaube, die dachten, dass er mehr hypt. Weil tatsächlich, ich habe es auch in meinem Video, das ich heute auf dem HSR-Kanal hochlade. Übrigens, Lucifer, das ist aktuell nur für Kanalmitglieder freigeschaltet. Sowas hattest du ja mal gefragt. Aber in dem Video habe ich auch erzählt, dass tatsächlich auch von Julio was gefragt wurde. So, ey, yo, Sonius, was denkst du denn eigentlich so über Agenti? Und was sagst du deine Community zu Agenti? Um nicht auf Sonius zu vertrauen, dass er Werbung schaltet. Abonniert doch einfach mit Amazon Prime kostenlos hier und Support. Ey, Abos sind immer sehr gut. Hallöchen, Maggie. Ist gespannt auf die 4.3-Bahn. Auf welche Reruns hofft ihr? Höchstwahrscheinlich, also Rein ist, glaube ich, das häufigste, was ich vorab gehört habe. Wenn ich so an Reruns denke. Die Ching schreibt keiner auf allem. Hallöchen, André. Stimmt, YouTube hat eine leichte Verzögerung im Vergleich zu Twitch. Das ist mir auch schon aufgefallen. Deswegen spiele ich nur Genshin. 2 Gacha-Games ist zu viel für mein Konto. Also, ich spiele Genshin, aber gerade ein bisschen weniger aktiv, weil ich jetzt Black Clover noch gestartet habe. 7 Deadly Sins Grand Cross läuft nebenher. Und dann kennen wir es, neben 7 Deadly Sins Grand Cross. Ups, bitte einmal draufhauen. Läuft natürlich immer aktiv noch nebenher Star Rail. Upsala. Hi. Denkst du, dass bald ja Miko wiederkommt? Das stimmt, die war auch lange nicht mehr da, oder? Müsste auch mal demnächst wieder gegönnt werden. Wie ist die C6 von Raiden? Habt ihr gerade nicht im Kopf. Raiden C6 habe ich auch gerade nicht im Kopf, weil ich nur bis C3 extrem strong finde. Aber ihre C6 verringert in ihrer Ult die Abklingzeit der Achso, nee, in ihrer E die Abklingzeit ihrer Spezialfähigkeiten von allen Truppmitgliedern. Ach, das war so was super Spezielles. Was man selten mal braucht, dass die Abklingzeit reduziert wird. Aber dadurch gewinnt man vielleicht mal hier und da eine halbe Sekunde, wenn es klappt. Livestream ist um 13 Uhr, genau. Wartet. Livestream 13 Uhr. Okay. Und einblenden. So. Damit das hier jeder Bescheid weiß. Albedo. Moin Döner-Gamer. Ich kann nicht auf Twitch schreiben, dann schreib hier. Ich lese beide Chats. Hello, Sonius Love. Hallo, Dankeschön, Nessa, für den Sub. Genau, rein über C3 ist auch nicht so wichtig, deswegen habe ich die C4 bis C6. Okay, C5 hat man immer im Kopf, aber C4 und C6 gar nicht so sehr im Kopf. Und gerade die C6 von Raiden, die ist halt
Wenn ich so an meine reinen Gameplays denke, an das National Team, mit dem ich jetzt im letzten Stream den Spiral Abyss geklatscht habe, da ist es tatsächlich vorgekommen, dass ich auf meine Changling-Ult 0,7 Sekunden warten musste, glaube ich. Da hätte sich die C6 gelohnt, damit ich wirklich instant, wenn ich auf Changling wechsle, auch die Changling-Ult einsetzen kann. Aber... Purino-Ult vergessen irgendwie. Insgesamt ist dann doch eher lächerlich die C6 im Vergleich zu C1, C2, C3. Da gibt es andere Chars, die sich mehr auf C6 lohnen. Genau, C3 bei Reiten ist, wenn man wirklich alles von ihr haben möchte, ist C3 das, wo du alles hast. Auf Changling warte ich auch immer beim National Team. Genau, das ist so das, wo man mal eine Sekunde warten muss. Hallöchen, Cody Loki. Und Dankeschön für dein Abonnement mit Amazon Prime. Wieso kann ich nicht auf Twitch schreiben? Das weiß ich nicht, Döner Gamer, warum du nicht auf Twitch schreiben kannst. Außer du bist gebannt. Das ist der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann. Guck mal, 3 Artefakte. Sanduhr, Kelch und Headpiece mit Verteidigungsprozentual Mainstat und wenigstens einem Crit-Substat oder ähnlichem. Und dann das ja auch nochmal. Also ich könnte jetzt Albedo bauen. Wahrscheinlich. Denkst du, Furina C6 sollte man sich da mehr auf Crit bauen oder doch LP? Da habe ich mich tatsächlich nicht zu 100% fokussiert drauf. Aber soweit ich das vorab mitbekommen habe, ist Crit leicht besser als LP. Aber nicht so, dass man dafür diverse Subsets opfern sollte. Magst du Yamiko? Ja, ich bin ein ganz, ganz großer Yamiko-Fan. Ihr seht mich ganz viel. Jetzt gerade, das ist so ein bisschen ein Random-Team hier. Wobei es nicht completely random, aber ihr seht mich ganz, ganz viel oder habt mich ganz, ganz viel über das letzte Jahr. Genshin Impact ist jetzt live, das ist gleich ein Loading-Screen. Ihr habt mich ganz viel Keqing, Yamiko und irgendeine Denro-Unit spielen sehen. Das war mein Main-Team über das letzte Jahr. Keqing, Denro, Yamiko. Und der 4. Slot, der war so ein bisschen offen. Strawhead freut sich auch, Navia. Hoffst auf einen Albedo-Rerun. So ein Geo-Patch wäre doch ganz nett, oder? Geo-Only. Zack, raus hier. 16% Akku bei dir, Glow. Oh oh. Bei mir sind's... Wie viel hat mein Handy gerade? 30%, aber ich sollte es mal nicht mehr laden. Damit ich später weiter Black Clover grinden kann. Bin aber zu faul zu stehen, hat mir extra für den Stream Wecker nach der Nachtschicht gestellt. Moin Lanes, endlich kann ich wieder auf Twitch schreiben. Geist von Yunus. Warum hattest du... Achso, wegen dem Gerät, ne? Spare für Jahre, Miko, Chlorin und Ito, vielleicht auch Nahida. Nahida ist auf jeden Fall ein Gewinn für jeden Account. Für mich persönlich, ich bin Dendro-Fan. Wenn man Dendro mag, dann braucht man eine Nahida. Hallöchen, Mikmo! Was geht? Hallöchen, die Gehypten, Hallöchen, du Gehypte. Warte, wir machen jetzt den Genshin-Stream an. Das dauert zwar noch 8 Minuten, bis es losgeht. Aber lieber zu früh da sein, als zu spät, würde ich sagen, oder? Tschüss, meine liebe Keqing, war schön mit dir. Twitch, rein da bitte. Und dann Genshin Impact Official. Da sehe ich mich. Bei Genshin Impact Official, meine lieben Freunde. Zack. Ist live. Und hat auch Ton, ne? Jetzt hat auch Ton. Können wir schon mal ein bisschen lauter machen, weil es ein sehr leiser Ton gerade ist. Da haben wir es. Mein Nahida ist noch auf Level 1. Let's go. Auf Level 1. Den arme Nahida. Zum Glück 5 Stunden Ausfall, jetzt kann ich den Stream gucken. Ich versuche mein Leben in den Griff zu kriegen. Wo seid ihr alle wieder genesen? Ja, zum Glück. Sind wir alle wieder gut drauf, haben ein Lächeln im Gesicht und natürlich auch die Lust auf die Streams, die Lust auf Content, die Lust auf Black Clover. Also wie gesagt, nochmal die Ansage, ich werde Black Clover Content auch auf YouTube machen. Ich habe mich noch nicht entschieden, auf welchem Kanal. Ich werde keinen neuen Kanal dafür gründen. Ich mache das entweder auf meinem Grand Cross Kanal oder auf meinem Anime Let's Play Kanal. Aber grundsätzlich möchte ich mehr diese Anime-Gachas abfahren, wenn sie rauskommen und einfach spielen. Ich liebe sie so sehr. Ist das Sarah im Hintergrund? Nö. I don't know. Aber nicht Sarah. Stimmt, die kommt ja auch noch. Die habe ich ganz vergessen. Okay, Ayaka, let's go.
Genau, also diese Anime-Gacha-Games möchte ich alle nach und nach ein bisschen abfarmen, weil ich die so gerne mag. Ich bin damit groß geworden auf YouTube. Ich bin mit 7 Deadly Sins Grand Cross, ein Anime-Mobile-Gacha-Game, zu wirklich einem Anime groß geworden. Und das sind diese... Sonius Hype. Wie spricht der denn Moin aus? Okay, Moin, Painfuck, und danke für den Sub am 38. Ne? So, ist ein neuer Schade hinten links, ne? Aber ich habe auch sie mit der Pistole schon ganz vergessen. Erste Pistole in Genshin. Ich hole einmal ganz kurz meinen Greenscreen, damit wir dann eine noch schönere Ansicht für gleich haben. Gut. Die Füße sollte man nur beim nächsten Mal vorausklappen, damit das nicht umfällt. Tada! Seitdem wir, hast du schon die neue Edi gezogen, jetzt 3.6 Apex. Habe ich aufgenommen, kann ich eigentlich auch als Video hochladen. Meine Puls. Bei Pokémon und Nintendo Games musst du aufpassen, Nintendo dreht durch und claimt Tuber weg, in deren Content Nintendo nicht gefällt, ja. Warte, Sefi wurde nee, Sefi wurde nicht geclaimt. Hallöchen, Ersa. Gemeinsam watchen. Das ist die Ansicht, die ich haben wollte. Wunderbar. Und dann der alles nur geklaute Hintergrund ein kleines Stückchen größer. Weil ich brauche noch eine Sache aus dem anderen Design hier. Kopieren, gemeinsam watchen, wieder rüber da. Und dann diese nervige Hype-Challenge. Okay, die ist eigentlich nicht nervig, die ist voll cool für Streamer. Aber nervig, weil ich jetzt einmal noch mit einblenden muss. Und das eigentlich nicht möchte, aber egal. Schwupp. Bin dabei. Da sind wir dabei bei der Hype-Challenge. Und jetzt kann ich den Stream wieder den OBS wieder kleiner machen. Und dann müssten das alle sehen können, hoffentlich. Und wir gleich Party machen können, hoffentlich. Das ist zumindest meine Hoffnung. Gemeinsame Party gleich. Hier habe ich alles. Wunderbar. Magst deine HSR-Karten nutzen für das freut mich. Das Thumbnail von Genshin, kannst du das klauen? Das muss man als PC, dass man das als PC-Screen nehmen kann. Das Thumbnail von Genshin. Das, was du jetzt gerade siehst, das möchtest du geklaut haben. Zack. Ab auf den Discord-Server damit. Sonius Updates. Genshin. Taver-Chat. Bitteschön. Ist drin. Habe ich geklaut. So, wird das Streambild noch größer, Timo? Nein, dadurch, dass ansonsten meine Cam irgendwo vor dem Streambild ist, wenn ich das größer mache. Und unten links, also hier unten links in der Ecke, wo dann meine Cam platziert wäre, da sind meistens die Skills eingeblendet. Unten rechts die Figuren, die erzählen. Und oben links sieht man dann meistens die Animation der Skills. Also egal, wo man seine Cam hin platzieren möchte während dieses Livestreams, man würde irgendwas überdecken. Und dann habe ich das als so für mich beste Lösung gefunden, dass ihr alles sehen könnt. Einfach geklaut. Yes, einfach geklaut. Dass ihr alles sehen könnt. Eure Partnerschaft wurde wegen Diebstahl beendet. Man kann jetzt noch das Ganze in Photoshop schmeißen und hier unten The Program will begin in entfernen, falls du möchtest, Glow. Das sind 2 Klicks. Bitte, let's go. Ab in die Mitte mit mir. Einen guten Tag wünsche ich auch dir, Lichtkatze. Navia, endlich Geo. Ja, wir haben jetzt wie lange auf Geo gewartet? 1,5 Jahre oder sowas? Und Dankeschön, Elro, auch für deinen Prime im 3. Monat. Let's go. Schön zu sehen. Moin, Lea. Bin mal von YouTube hier rüber, David. War lange nicht mehr da. Ich versuche es öfters. Ich war ja auch jetzt quasi 1 bis 2 Wochen Social Media offline. Jetzt bin ich ja auch erst wieder aktiv seit 2, 3 Tagen. Und moin, Sapsi. Muss wieder anfangen, Content zu machen, aber deutlich ruhiger als sonst. Gestern beispielsweise
Ja, man kennt es nicht von mir. Normalerweise, die letzten 3 Jahre, wenn ich einen freien Abend hatte, habe ich gegrindet, habe YouTube-Videos gemacht, habe YouTube-Videos vorbereitet, habe irgendwelche Skripte geschrieben, habe mich in Content eingelesen oder sonst was. Zumindest habe ich aktiv für YouTube und Twitch irgendwas gemacht die letzten 3 Jahre. Gestern habe ich mit meinem besten Freund Fortnite gespielt. Man mag es kaum glauben, aber Sonius hat sich tatsächlich hingesetzt und hat einfach mal den Abend genossen, anstatt für euch, liebe Community, Content zu produzieren. Hasst mich, bewerft mich mit Steinen, aber es war ein schöner Abend. Überlesen, Bella. Tut mir leid. Geo. Ah ja, kommt safe, wenn sie im Bild ist. Oder sie kriegt irgendein Story-Dings. Aber ja, wahrscheinlich kommt sie, wenn sie im Bild ist. Und was am Marsch bin ich dabei. Moin Lea. Muta, Sephiroth. Raftalia. Super viele Leute gerade über YouTube am Start. Ich freue mich. Für Fortnite. Ich spiele aber nur No-Build. Die Zeiten, wo ich noch gebaut habe in Fortnite, sind vorbei. Das war zum Release, beziehungsweise das war damals die allererste Season 1 und Co. Ich muss sagen, nichts zu sagen, was kommt, ist schwer, die Klappe zu halten. Darum bin ich froh, wenn der Livestream kommt. Endlich ganz zu Anfangen zu reden. Oh, los. Muss lauter machen. I've checked the perimeter. The coast is all clear. All right, then it's time. Time to shop for the latest fashions at Chioria Boutique. Huh. Don't you think something sounds a little off about that line? Yeah, this is Chioria Boutique that we're talking about. I feel like we need something that sounds, I don't know, a little more extravagant, maybe? We'll have to talk about it later. The lights have been turned on in the Für audience is Navia. already here. Hey, The program is starting. Oh, hi. Welcome to the Genshin Impact version 4.3 special program. Yay! As you can see, our show is sponsored by Chioria Boutique, one of the leading fashion houses in Fontaine. But before we go any further, let's take a moment to watch the version 4.3 trailer. Oh Camera yeah. operator. That can be a pretty technical job. Are you really up to it? Eine Main Story, man merkt es direkt. Wait, you put no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. Positions, everyone! Nice to meet you. I am Navia, the president, leader, commander-in-chief, executive director, and boss of Spina di Rosula. Hey there! Yeah! Ha! Umbrella warfare, I guess. Fire! All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Whoa, Marina's really kicking things into gear as the director. Props and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras, go over your positions. Camera ready, get the clapperboard. Actors, Shiori. to your position. Lights, camera, action. Enough, villain. Pay for the death of our mother. You're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident. Ey, gute Mucke haben die alle. Drop your weapons. Justice will prevail. Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. Oh, Joi. Did you really think you'd get away? Shavras. You can keep your Mora, and you can go to hell. Excellent! That was beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. Das war der 4.3 Trailer. Also wir kriegen keine neue Map, so wie es aussieht, sondern einfach nur, es dreht sich alles darum, Film gemeinsam zu drehen. Hier übrigens der erste Code. Könnt ihr direkt copy and pasten. Dann können wir den gleich in alle Chats raushauen. Wir kriegen insgesamt 3 Codes für 300 Primus. Chiori als neue Figur vorgestellt, war auch wichtig. Ayaka wird wichtig in der Event-Story. Yomiya wird wichtig. Furina natürlich. Und unsere neuen Figuren. Das sind so die ersten Informationen
die man instant aus diesem Trailer mit rausnehmen konnte. Scheint ein sehr, sehr entspannter Patch zu werden. So ein, wir chillen mal ein bisschen und genießen eine kleine Event-Story. Und machen mal einen Patch Pause. Dann hoffe ich, dass umso mehr bei Honkai Star Rail kommt, wenn meine Vermutungen sich bestätigen sollten. Theorie und Chevrolet, ja. Welche Banner kommen? Wurde noch nicht gezeigt, Ghost Yannick, welche Banner kommen. Aktuell wurden nur 1, 2 Figuren gezeigt und ich baller den Code auch einmal in den YouTube-Chat, sodass ihr ihn einfach copy-pasten könnt, wenn ihr wollt. Könnt ihr mit reinnehmen und damit geht's weiter. Welcome back to the version 4.3 special program, everyone. I'm Ist laut Sarah genug? Miller-Cruz, the voice of Lumine, and today I'm joined by... Hey everybody, I'm Brenna Larson, the voice of Navia, president of the Spina di Rosula. And Hello, I'm Brenna. Erica Lindbeck, the voice of Shovras. Yay! Oh my gosh, I'm so excited. This is the first time we've had you two on the special program. So excited. It's so great. Okay, so actually, we have a tradition on the program where we all get to sing everyone a little song. Oh. Huh? Okay, nice try. I've seen the special programs before. You know, Hat Navias Waffe gesehen? we sing like a I little love song singing, about listen. Genshin. You know, Genshin Impact. No, okay. Ooh. Back to business. Back to business. Sing für Okay, uns. like we mentioned before, this program is sponsored by the Chioria Boutique. So while we're sharing content from version 4.3, I also wanted to get some inspiration for shooting commercials for the boutique. We don't want to let our client down. Yeah, and speaking of new content, we can't have a new version without introducing some new characters. As you already saw in the trailer, Navia and Shovras will be our new playable characters. Yay! I'm sure many of our viewers are already familiar with Navia after seeing her throughout Fontaine's Archon quests. But who is Shovras? Who indeed? Other Fontaine characters have already mentioned Shovras before in their voice lines, but Shovras will finally be making an official appearance in version 4.3. I'm so excited! Chevras. Oh, den Namen kann ich ja by nie the way, what aussprechen. do you think of letting one of our characters from the new version take the lead role in our commercial? Oh, well, I mean, if we're shooting a video for Chioria Boutique, then I think Ayaka, Navia would be an Ayaka. obvious choice. After all, Navia's clothing was designed by Chiori herself. Wait, Erica, that was actually a really natural sounding product placement for Chioria Boutique. You're amazing at this. I know it sounds like Chevres. product placement, but Chiori really was the designer who created Navia's outfit. Next, let's have a look at her fashion show. Ooh, and by fashion show, we mean her character showcase. Ah, Character I would say Showcase, that wichtig. blind optimism isn't the answer. If you want a bright future, you have to go out and seize it with your own two hands. Okay, das heißt, man hat vorhin schon die Waffe gesehen, die habe ich übersehen, aber vielleicht sieht man die auch eher, wenn man sie kennt. Der Bogen ist aber der Element, der Bogen. Ich sag, das ist der Elemental Skill und nicht die Waffe, oder? Wenn doch, dann habe ich sie gesehen, wenn das die Waffe ist, der Regenschirm. I'm sorry, can we take a moment to appreciate how perfectly Chiori customized Navia's clothes and accessories to reflect her personality? She clearly pays a lot of attention to the small details. Erica, I love how seriously you're taking the sponsorship. It's really great. It's important. While we're on this topic, though, Navia's parasol seems pretty interesting. On the outside, it looks like a delicate accessory used to block out the sun, but on the inside, there's actually a secret firearm that can be used to ward off enemies at a moment's notice. It's elegant and fierce all at once. Just like Navia herself. Exactly. Erklärt ihr Kid bitte. Even when it comes to her enemies, Navia is So. not the type to eschew basic etiquette. So she prefers to maintain appropriate distance while in combat. Eine While fette using her Axt. elemental skill, Navia opens her gunbrella and fires multiple Rosula shard Cool. shots that can pass through opponents, dealing geo damage upon a successful strike. Ooh. Ah, und sie saugt die Sache an auf. After using her elemental skill, Navia's normal, charged, and plunging attacks will deal increased damage and become infused with the power of Geo, which All die cannot Kristalle be werden overridden. eingesammelt. Now, when Navia's in combat, there are these little markings around her that look like bullets. I wonder if that's some sort of ammo for the gunbrella? Oh, yeah. Yes, you Ammo guessed for it. the When a gunbrella. character in the party obtains an elemental shard created from the crystallized reaction, Navia will gain crystal shrapnel charges. Navia will consume these charges after unleashing her elemental skill.
Her skill damage increases with the number of charges that she's accumulated. Oh, So cool. you're saying that Navia's elemental skill becomes more powerful if she works together with other characters in the party to trigger the crystallize reaction. Yes, Sie braucht andere Elemente, sie ist nicht Geo-only. elemental verse calls forth Burst. the Rosula Dorata Salute, which unleashes a massive bombardment on opponents in front of her, periodically dealing geo-elemental damage. I should also mention that Navia will accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes enemies with the Rosula Dorata Salute. Ooh, now that salute is spectacular. That's awesome. Okay, das heißt, ihre Ult macht Damage, indem es... firearm salutes before Wir hören das mal important weiter. negotiations. You know, as a way to celebrate future success. And don't Bevor wir was misunderstand, you Falsches sagen, guys, erstmal it's not weiterhören. an intimidation tactic at all. Oh, okay. Yeah, I guess that's just the Spina's way of showing respect in their own way. Yeah, totally. Not intimidating at all. No. As the president of the Spina di Rosula, Okay, Navia und is Fontaine-Bonus. always trying Okay, to collect the das latest bedeutet, intel um by zusammenzufassen, exploring all ihre Elemente-Skill macht Schaden, saugt alle Kristalle, Geokristalle auf, die gemacht werden. Das heißt, man muss sie mit anderen Elementen kombinieren, damit man Kristalle macht. Die saugt sie dann nach und nach auf, während ihr gleichzeitig Schaden mit Standardangriff von Co. macht. Wenn ihr wieder den Elemente-Skill benutzt, werden all die Kristalle, die ihr aufgesammelt habt, verbraucht, um ihren Elemente-Skill noch stärker zu machen. Und ihre Ult macht die ganze Zeit von oben Bombardement und füllt das gleiche oder die gleichen Stacks auf, die auch die Elementarkristalle auffüllen. Das bedeutet, die Elementarkristalle haben endlich wieder einen Sinn, zumindest wenn man mit ihr spielt. Wie cool! Also, alles dreht sich darum, Elementarkristalle zu machen, um irgendwie ihre Stacks aufzufüllen und dann einen heftigen Schlag mit der Elementarfähigkeit zu machen und zwischendurch mit der Battle-Axe mit dem Standardangriff draufzuhauen. Cool! Und Story-Quest natürlich. Chapter will become available in version 4.3. The Spina will be working diligently to rebuild Poisson. Though repairing the houses will be straightforward, the emotional distress may be much more difficult to address. If you're curious about how Navia and her crew are going to proceed, then be sure to check it out. Oh, I'm so excited! Yeah, me I'm too. looking forward to seeing what happens. Okay, so now that Wann we've werden wir gleich introduced erfahren, Navia, Leute? it's time for Chevreuse to be in the spotlight. Ihren Namen. Okay, I know. Ich werde nie Chevreuse Newcomer, aussprechen können. you probably Chevreuse. can't wait to Chevreuse learn ist more eigentlich about ganz gut. her. So let's Chevreuse. get right into it. Okay. Gibt uns ihre Skills. How should I introduce her? First off, Chevreuse is the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. It's a Fontanian organization that handles all sorts of difficult cases and dangerous criminals. Ooh. She doesn't like to appear in public without good cause, so if you happen to run into her, it's likely that you're in some sort of trouble. But as long as you're a law-abiding citizen, there's no need to worry. Chevreuse is actually really easy to get along with outside of work. Little Beto. Oh, Feastos are just the best snack. They're easy to carry with you and go with so many sauces. Oh, spannende Waffen, die sie trägt. Die Musik ist so gut zu ihr. Hands where I can see 'em. What? That was Liebe die so Mucke. fire. And I am not just talking about her skills. Oh my gosh, look at her idol animation. I love that she loves snacks. That is so awesome. She's a girl's girl, and she gets it. Yeah, she gets it. She really does. She's not exactly what you'd expect from the captain of the special patrol, though, right? I guess that's kind of true. I mean, Chevreuse's work as a captain can be really stressful. I mean, I can't blame the girl for indulging every once in a while to relieve some stress. She even adjusts her training regimen to make up for her snacking habits. In fact, she trains more than any other member of the special patrol. Her platoon really admires her for that. Wow. Okay, she's got some willpower. That is awesome. She's really admirable. The Special Patrol prioritizes combat ability above all else, so the organization often attracts some Ich möchte doch nur ihre eccentric Skills sehen. personalities. Okay. Yeah. The Special Patrol Kommt used to have ein Venti, die er problems with wahrscheinlich wieder nicht insubordination, beruhigt. but ever since Chevreuse took control, everyone has fallen into line, which does not surprise me at all. She commands respect among her peers, and she's a formidable fighter, and she leads by example. Though she demands excellence from her platoon, she holds herself to even higher standards. She always tries to be an example for others to follow, whether it's investigating cases or in marksmanship practice.
And it looks like a lot of her skills involve using a musket. She must be a pretty good shot. Mm-hmm, for sure. Chevreuse and her musket are basically partners in crime. They're inseparable. She definitely knows her way around a firearm. Chevreuse uses her musket to fire at opponents during her elemental skill. Ooh. For a period of time after unleashing her elemental skill, Chevreuse will continuously restore HP to the active character on the field. During her elemental burst, Chevreuse fires an explosive grenade with her musket, which will split into secondary explosive shells upon impact. Haha. Okay, die explodieren eh sofort. Whoa. Wait, I noticed that Chevreuse has bullet-like markings around her during combat. Can she shoot a special type of ammo? That's right. Chevreuse obtains an overcharged ball when a nearby party member triggers the overloaded reaction. Holding Chevreuse's elemental skill will consume this special ammo to unleash an even more powerful pyro attack that covers a larger AoE. Die wird ja ganz speziell. Die hat spezielle Skills, wenn man sie mit Elektro kombiniert. Okay, so that's where the name Overcharged Ball comes from. Uh-huh. Chevreuse actually came up with the name herself. Oh. She was reading a novel where the protagonist believed that names held a lot of power. If you give something a cool-sounding name, then you've given yourself an advantage over your enemies. That kind of logic resonated with her, I guess. Oh, well, I guess she has a point. Oh, I should also mention what happens if Chevreuse is paired with all Pyro and Electro characters. If your party contains at least one character of either type, then triggering the overloaded reaction will cause an opponent's Pyro and Electro resistances to decrease. Okay, Das so ist it seems wirklich like Chevreuse speziell, could wie really die shine in an overload team comp. But I also did notice that Chevreuse isn't solely limited to a musket. She also uses a polearm in combat. Okay, honestly, if I were a criminal, I feel like I'd be pretty nervous if she came after me. Oh, for sure. Most people who have something to hide avoid her like their lives depend on it. And maybe it does. In all seriousness, though, that's why Chevreuse trains so hard. She has to be able to catch a wide variety of cunning criminals who try to evade her at all costs. So when Chevreuse is in your party, stamina consumption from sprinting is decreased. Cool. Weniger Stamina Consumption, während man sprintet. Okay, das heißt, grundsätzlich ist sie einfach nur eine Figur. Mit der elementaren Fähigkeit schießt sie einmal auf den Gegner. Man kann auch in Zielmodus gehen. Danach heilt sie sich selber, falls sie Main TPS ist, dass sie keinen Heiler braucht. Gleichzeitig, wenn ihr die Overload-Elementarreaktion macht, also mit Elektro, sammelt ihr Stacks, damit eure elementare Fähigkeit noch stärker ist. Und ihr senkt die Schwäche eurer Gegner gegenüber, was sehen wir, die Banner, gegenüber die Overload-Reaction, und die Ult macht ein paar Explosionen. Also Navia und Ayaka sind die erste Hälfte und die zweite Hälfte sind dann Raiden und Yoimiya. Also genau das, was man erwartet hat, nachdem man das Intro gesehen hat, wo Ayaka und Yoimiya zu sehen war, und Raiden haben wir sowieso erwartet, aber Chevreuse, oder wie sie heißt, ist in der zweiten Hälfte. Boah, da kann ich sie eigentlich nicht pullen. Ich habe Raiden C3 und Yoimiya spiele ich nicht. Mal gucken, aber Navia wird gepullt. Und neue Artefakte. Wieder ohne Beschreibung. Let's go. Dankeschön für gar nichts. Ich hoffe, die sind skippable. Mal gucken. You're right. Jetzt ist doch die Beschreibung. Let's take a break while we take a look at the second group of redemption codes. The version 4.3 special program is brought to you by Chioriya Boutique and will return shortly. Rein wolltest du ihr auf C3 pullen, hast du also Chevreuse oder wie sie heißt direkt mit dabei. Ja, GG. Mal gucken, ich werde mir Navia pullen. Was pullt ihr, wenn ihr das jetzt gesehen habt? Rein zweite Hälfte. Zusammen mit Yoimiya, erste Hälfte Ayaka und Navia als neue Figur. Du hast gerne für mich Reins Waffe pullen, hab 250 Puls bereit. Basti, lecker. Also wenn ich für euch pullen darf, ich nehme das immer dankend an. Ich pull super gerne. Gönnt mir. Aber wie gesagt, nur wenn ich für euch pullen darf in eurem Puls. Jetzt haben wir einen zweiten Code. Kann irgendjemand mir Code 1 und 2 reinschreiben, dann kopiere ich das einmal in alle Chats. Sodass jeder die dann für sich hat. Sparen für Hydro Daddy. Juju und Raiden kleben aneinander. Cool, Raiden, Navia. Viele Navia-Fans, okay. Ayaka, die ist bei mir C6. Die ist die einzige Figur, einzige Rate-Up-Figur, die ich C6 habe. Wusste, dass ich C3 reingehe, aber Chevreuse dazu nehme ich gerne. Perfekt. Welcome back. Und neue Waffen. Eventwaffen. 2 Eventwaffen? Nee, das rechts ist keine Waffe. If we're making a commercial for Chioriya Boutique, then how about we include some event footage of Chiori? Yay!
Yay! Chiori is actually going to appear in the event for version 4.3. What? While the travelers have been able to see her store in the court of Fontaine, they'll finally get to meet her in person. Yes, I know. Travelers can also look forward to meeting Ayaka and Ayato in Fontaine. Chiori suggested that they should stop by, so here they are. So cool. Hey, this is actually the perfect time for a word from our sponsor. An Inazuma-born fashion rechts ist icon, Refinements, Chiori. danke. Chioria Boutique is your one-stop shop for the latest and most influential fashion in Fontaine. That is right. Chiori is acquainted with the Kamisato siblings because she's also from Inazuma. She actually introduced Ayaka and Ayato to Xavier and recommended that they make the trip to Fontaine for the Fontanalia Film Festival. So exciting! Will you tell us more about the Fontanalia Film Festival? Oh, the Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights. According to the myths, they went on a quest to search for the Oceanids and eventually welcomed the Hydro Archon Egeria to Fontaine. It's one of the most important festivals in Fontaine, like what the Windbloom Festival is to Mondstadt and Lantern Rite is to Liyue. Ah, so exciting! The Fontaine Film Association proposed the Fontanalia Film Festival earlier this year, and during this time, the public may submit films for evaluation. The entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. Well, we can see Farina working with Ayaka and the others here. Juju. So wait, does this Yes, mean yes. that there's a chance that Farina might win the Farina Award? Okay, now I'm intrigued. Well, I'm sorry, but I'm gonna have to leave you in suspense. If travelers are curious about what Ayaka and the others are doing in Fontaine, or how Farina fared, you'll just have to play the event when the new version becomes available. Das wusste ich nicht. In Frankreich findet immer das Filmfestival statt. Das ist eine spannende Info. Aber ja, das ist das große Update des Patches. Es wird sehr, sehr viel, sehr lange über Charaktere und Event geredet. To participate in a variety of activity booths during the festival. Each one will have a different theme. So cool. The first activity booth is the 1000 Pace Interdiction Arc Minute Sharpshooting Zone. In this activity, travelers will use the Special Security and Mini Surveillance events. Patrol simulation device to practice targeting and shooting opponents. Yep. The Special Patrol wanted the public to experience how fun target practice can be. Sie bereiten einen Shooter vor, Leute! Sie bereiten einen Shooter vor. Nächstes Hoyoverse Gacha Game wird ein Shooter. Let's go! Battle Royale, Fortnite 3.0, Sniper Impact. Take advantage of the buffs brought about by the special lighting effects to defeat an endless stream of opponents and obtain a higher score. So cool. Those special lighting effects are really giving off old movie vibes. Call of Hoyo. Navia's movements are also super smooth. It's all so atmospheric. Oh, for sure. But not everyone is enjoying the fun and games. Travelers will meet a contract employee at the third activity booth. She needs some help with her demanding client. During the activity Shooter Extreme Gacha. Drive, travelers will help her test out War auch nur ein Joke. Ich stabilization glaube nicht, dass sie in mechaballs. Shooter kommen von Look at how the Hoyoverse. traveler chases after those stabilization mecha balls. Okay, I bet that contract employee can relate since she's being chased down by that client. Totally. Stabilization mecha balls seem pretty ordinary, but they're actually very agile. They'll automatically avoid all testers by moving in the opposite direction of your movement. You can find jump boosters around the testing grounds. Travelers can use them to jump higher and further, which is perfect for quickly traversing to the other side. Bei dem Event kann man sich doch richtig krass gegenseitig nerven, oder? Also so mäßig, oh, endlich bringe ich das kleine Vieh hier dahin, wo es hingehört und schwupp, dann ist es doch woanders. Ach, das ist gegeneinander, das ist PvP. The fourth activity booth is Derjenige, der die called meisten Into kriegt, the Frame. gewinnt. Koop In only. this activity, travelers will get to shoot their own scenes by experimenting with different camera positions and narration techniques. Seid ihr bereit für kleine Gewinnspiele, wo wir einfach uns Koop zu viert reinstellen, der Gewinner kriegt was Kleines? Yes, bin ich bereit für. Filmmaking back in Inazuma, but this seems more professional. Wait, maybe this can be the inspiration for our commercial. Oh. Now that I think about it, a Fontainian man went to Inazuma to shoot a film. I guess international travel can be a source of artistic inspiration. That must have also been true in Chiori's case, since she opened Chioria's boutique in Fontaine. Ooh, that could be a strong theme for our commercial. Actually, Ayaka and Ayato aren't the only Inazumans traveling abroad in version 4.3.
Kuki Shinobu just arrived in Liyue for her class reunion. Yeah, and Ito decided to tag along as the boss of the Arataki, Arataki gang. Ito! And Battle he brought werden his kommt wieder. Kabuto Egypt with Battle. him. I think he plans to train his beetles for battle. Wow. Yeah. The Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. Beetle That name Battle is Boot definitely Camp. very Ito. Right, for sure. And there was also a beetle battle event in version 3.4, right? Ito battles against a super powerful beetle battler. I believe his name was Grandmaster Hanakado? Yep. Grandmaster Hanakado made an impressive showing during the last beetle battle event. This time, he's made the trip to Liyue with Ito. Mein YouTube-Chat ist ganz ruhig, mein Twitch-Chat einfach alle, oh nee, bitte nicht Ito, warum denn Ito? Wenigstens eine Person hat Ito vermisst auf dem Chat. I'm sorry. I'm sorry. I can't give that away. Travelers will have to discover their identity during the event. Aside from meeting this mysterious new beetle battle master, travelers can also look forward genau to das new Gleiche? ways to battle. While the movement and charge mechanics remain unchanged from the original event, Unchanged? travelers can now also instruct Onikabuto to use Guard to defend against Electro Bullet and Jet Stream attacks. Make use of the Okay, genau das gleiche movement, System wie charge, letztes Mal, and bloß guard dass man strategies auch to ein topple your kleines opponent Schild hat. No matter what they throw at you. Master them, and you'll be ready to tackle the ultimate trial of the strong. Ooh, trial of the strong. Travelers can look nein. forward to encountering an old friend in the Fontanian countryside. That's right, Ullman came to Fontaine and he brought his treasure map and treasure-seeking Seelie along with him. Yay! Treasure Seelie, wir kriegen wieder ein Seelie. So cute. Travelers can help restore the Seelie's vitality Mehr by absorbing Seelies. energy from the locations that are marked on Ullman's treasure map. In return, the Seelie will guide us to the locations of buried treasure. After collecting ancient iron coins during this event, you can exchange them for various rewards, including a mini Seelie in your preferred color. Ooh. Okay, so in the event preview, it looked like some of the treasure is located underwater, but when I first arrived in Fontaine, I discovered that Seelie couldn't follow me underwater. Is Und neue this Farbe. treasure-seeking Seelie different? That is very observant of you. Oh, thank you, thank you. In this iteration of the Lost Riches event, a new mini Seelie named Brilliance will be available. This new mini Seelie can travel underwater. Amazing. Yeah. Treasure isn't the only thing that you'll discover in Fontaine's countryside. You might also come across a mysterious domain guarded by a unique swordmaster who searches for the meaning of battle. During the Dance of Resolute Will, travelers will get the chance to participate in combat challenges. Each challenge stage will contain 2 rounds. Travelers must select their party compositions before the challenge starts. One of your chosen characters must be used in both rounds, but no other character can be repeated. Oh, okay. After you complete a Blade Dance objective during a challenge, you will obtain a heightened verve buff. Defeating opponents while heightened verve is active will grant you more points. And another old friend is returning in version 4.3. That's right, it's Lieben! Lieben! Ich mag dich, And if Lieben Lieben! is around, then that must mean we'll have a chance to trade a bunch of items for Primo Gems again. Exciting! Okay, so it looks like Lieben isn't the only old friend we'll be reunited with in version 4.3. Several familiar faces will be joining the TCG? Genius Invocation TCG. Oh, ich fand's voll spannend. Okay, neue Karten in TCG. Ich fand's spannend, dass sie das jetzt auf deren offiziellen Twitch-Kanal geleistet haben. Das Winterturnier, das offizielle. Mega cool von denen. Auch wenn ich immer noch nicht mitbekommen habe, wann man sich dafür qualifizieren konnte. Aber sie promoten es noch mehr als zuvor. Travelers can look forward to the addition of several new cards, including 6 new character cards, plus 5 new monster cards, such as Dvalin, Signora, and Ajdaha, will be obtainable from the corresponding tavern challenges. But that's not all. The Forge Realms Temper event will also be making a reappearance, and there will be an update to the Heated Battle mode. Be on the lookout for future announcements. There's TCG content to look forward to outside the game as well. The Genius Invocation TCG Asia Invitational will officially begin in January 2024. What? Travelers Global? can look forward to some friendly competition between 16 of the top TCG players all across Asia. Und I Global? heard they're some of the best in the region. So Und Global?
Be sure to follow the Astro Carnival X Global or war Twitter jetzt account to stay Winter up to date on the latest Invitational. news about this epic Genau, showdown. aber falls ihr davon mehr mitbekommen wollt, gosh, Astra this is Carnival all so auf Twitter folgen. exciting. Astra Carnival. Das ist euer hang Kanal. on to that feeling, because we're taking a short break to look at the next group of redemption codes. We'll be back to sharing more exciting information about version 4.3 in just a moment. Code Nummer 3 kommt, meine lieben Freunde. Also TCG, ich finde das eigentlich mega, mega, mega cool. Ich würde auch gerne mehr mit Holyverse zusammenarbeiten in dem Bereich. TCG ein bisschen mehr zu promoten, dadurch, dass ich ja auch in Los Angeles war und die Europameisterschaft damals kommentiert hatte offiziell. Also das war mega cool, hat so viel Spaß gemacht, habe ich mich nicht verschrieben. CMMVS 5PM, ich glaube, ich habe mich nicht verschrieben. Das hat mega Spaß gemacht und hat mir gezeigt, dass TCG echt geil sein kann, wenn man sich damit einfach beschäftigt. Aber man bekommt halt so wenig davon mit. Die promoten das immer wieder in ihren Patches so ab und an mal hier und da. Aber so die ganzen offiziellen Turniere, wie man sich dafür anmeldet, falls man irgendwie Interesse an sowas hat, x.com und dann nach Astra Carnival suchen. Und mit Astra meine ich nicht das Bier, sondern meine halt deren Carnival hier von Genshin Impact, TCG, darüber laufen alle Turniere, Europameisterschaft, wie gesagt, kommt man damals einen 5-stelligen Betrag gewinnen, wenn man daran teilgenommen hat und gewonnen hat. Winter Invitational war jetzt gerade und Asia Invitational ist anscheinend im Januar. Honestly, Marsch. our promotion is definitely shaping up. Totally. But before we reveal our new idea, let's dive into the system Das sind die Sachen, die schon angekündigt wurden, oder? team has prepared for version 4.3. Ja. Okay, first we have some artifact-related optimizations to introduce. With an ever-increasing amount of artifact sets to choose from, many travelers may have been hoping for a better and quicker way to filter and locate desired artifacts. After the version 4.3 update, travelers can check out artifact set recommendations for a given character to see what artifact sets active Wozu braucht ihr dann noch Geiz in dieser Welt, wenn jeder sowas hat? Crazy. In addition, an automatic locking function has been added. Now, when filtering artifacts in your inventory, you can lock the artifacts that fit your filter specifications in batches. With the automatic locking function, newly acquired artifacts that fit your locking criteria will automatically be locked when added to your inventory. Okay, Glow, du siehst, es ist doch automatisches Locking, je nachdem, welche Subsets es hat. Wir hatten die Diskussion heute auf WhatsApp. Follow the recommended settings summarized for active player data. Since it may take some time to collect the necessary statistics, new artifact sets will not feature recommended locking settings immediately. Okay. Yes. Of course, if you can lock artifacts in batches, you can unlock them in batches as well. Travelers can look forward to both of those features in the new update. That's not all though. What? Travelers will be able to sort artifacts by 3 different attributes. Plus, the artifact enhancement screen will allow travelers to add a greater amount of enhancement materials at once. Das sind schon kleine Sachen, die ich liebe, dass man jetzt einfach immer hier bis Stufe 4, bis Stufe 8, bis Stufe 12 einfach hoch enhancen kann, ist schon entspannte Quality of Life. Also davor, Kampfstyle wurde gezeigt, ja, wurde alles gezeigt. Schaffe ich jetzt aber nicht zu wiederholen in der kurzen Zeit. Genau, das als Artefakte automatisch locken, je nach Substats. Bloß, dass man einmal halt viel voreinstellen muss. Genau, und dann wird halt automatisch gelockt, sobald man sie bekommt. Und alles, was man im Menü hat. Ging darum, dass man beim Droppen voreinstellen kann, dass der Artefakt mit den gewünschten Stats gleich lockt. Ja, genau, das wurde doch gerade vorgestellt, Glo. Beim Droppen, machst du eine Voreinstellung, alles mit kritischer Trefferchance und Crit-Schaden soll gelockt werden. Und wenn du dann im Dungeon die Domäne farmst und kritische Trefferchance hast und Crit-Schaden, wird es automatisch gelockt. Das wurde gerade gesagt. Wurde nochmal bestätigt. Dann hier Optimierung beim Refinement der Waffen. Man kann direkt 4 Waffen auf einen Schlag refine. Man hat beim Aufwerten die Figur, muss man nicht mehr selbst managen. Was, beziehungsweise wie viele XP-Bücher der Stufe 4, 3 und 2 man nimmt. Das finde ich auch entspannt. Also es gibt viele kleine. Dann, wenn man hier in die Domains geht, muss man nicht mehr laufen, sondern landet direkt vor dem Schlüssel. Auch entspannt. Also war auch sehr cool, dass das quasi jetzt kommt. So, auch wenn wir hier Continue Challenge machen und mal reingehen, zack, direkt vom Schlüssel. Wir müssen halt nicht mehr laufen, wenn wir Challenges wiederholen. Das spart nochmal 1 Minute am Tag. Also, wenn nicht sogar mehr als 1 Minute am Tag, je nachdem, wie viel ihr so farmt. Ich würde vielen Aufladungen farmen, auf jeden Fall viel. Also ich spare mehrere Minuten am Tag. Und da ist entspannt. Questflow. Archon Quest Chapter 2 Act 4, In the Depths, an Unexpected Reunion, takes place in the underground mines of the Chasm.
In the past, travelers had to complete the world quests, Chasm Spelunkers, and the Heavenly Stones Debris before being able to proceed to the Archon Quest. Also weniger wird gelockt. Je nachdem, was man schon geschafft hat, was man nicht geschafft hat, wird weniger gelockt. Du hast alles verpasst, Geist von Yunus. Issued the commission to unlock a teleport waypoint. It will take them to the corresponding area and automatically trigger the next steps of the Archon quest. Oh, that's amazing. Yeah. This will hopefully make it easier for travelers to quickly progress through Archon quests. So cool. So that'll make it significantly easier for new or lapsed players to access the Archon quest and claim those sweet, sweet intertwined fates as fast as possible. Yes, definitely. For sure. Also, one-click expeditions will be available starting in version 4.3. One-Click-Expeditions. Es spart jeden Tag nur so 10 Sekunden, aber es sind so wertvolle 10 Sekunden, weil diese 10 Sekunden jedes Mal so nerven, alles manuell wieder. Na, wenn es nicht sogar 30 Sekunden sind. Es nervt so sehr, das alles einzustellen. Das gleiche dann auch hier beim Kochen und bei der Schmiede, wo man auch ja 4 auf einmal einsammeln möchte am Tag und direkt neu lossenden möchte. Das ist so eine kleine Änderung, so einfach zu programmieren. Seit 3 Jahren hofft man darauf und endlich ist es drin. Dass es 3 Jahre gedauert hat, ist schon crazy, aber es ist endlich da. Travelers will now be able to add artifacts in batches. There's a lot to look forward to, so be sure to check future announcements for more information. Okay, moving on from optimizations, a new Fontaine-style realm layout will be added to the Serenity Pot. Simply purchase the corresponding items from Tubby to unlock it. Hat er den Building? Ah, it looks like an aquarium. I know, right? Travelers can use ocean currents to travel between the islands in this layout. Ja, die Streams bleiben alle online schauen, auf Twitch irgendwie 60 Tage und auf YouTube dauerhaft. Das heißt, du kannst es dauerhaft noch reinziehen, den Stream im Nachhinein, wenn du möchtest. And they'll be even prettier once travelers have the chance to make them their own. I'm so excited to see what wir können jetzt, so, wir können Unterwasserwelt gestalten jetzt. Im Housing-System. Das ist ja crazy. Also ich werde das nie in meinem Leben benutzen, aber ich finde es trotzdem cool, dass sie das so geedit haben, dass es unter Wasser ist. Another piece of super exciting news to share with everyone. Okay, I know, right? The annual Genshin Impact online concert Melodies of an Endless Journey is coming 22. Dezember, UTC -5, wir sind UTC +1, plus 6 Stunden, 12 Uhr mittags, 13 Uhr mittags, also Program Broadcast Time 12 Uhr und Full Program dann 13 Uhr. Was passiert hier? Wofür ist das jetzt ein Teaser? Ah, okay. Dafür sollen wir das Konzert anzuhören, schon ein bisschen. Das Online-Konzert. Und 20. ist dann Konzert in Düsseldorf. Also falls nochmal irgendjemand auch noch auf einem großen offiziellen Konzert dabei sein möchte. Düsseldorf, live in Concert. Auch mega, mega cool. Aber das ist genau dann quasi das Online-Konzert, was man sich geben kann. 22. Dezember. Ist ein Freitagmittag tatsächlich das Online-Konzert. Also könnt ihr in eurer Mittagspause euch reinziehen, wenn ihr das Ganze sehen wollt. Muss dann noch ein paar Bilder machen. Genau, dafür wäre das dann da. Vielen lieben Dank, Lucifer. Dafür, dass du es probierst zu machen für mich. Melodies. Und das ist dann der Patch, oder? Das heißt, 2 neue Figuren und Events. Plus Systemoptimierungen. Genshin concert held in Shanghai last September will also be online soon. So stay tuned, travelers. Whoa, so we have 2 online concerts to look forward to? Yep. Further details will be announced across Genshin Impact's official social media accounts, so be on the lookout for more information. At the end of version 4.3, travelers can also look forward to the release of the 4th Genshin Impact character OST album, Stellar Moments Volume 4. The album will feature 26 character songs created by the Hoyo Mix team. Wait, we're finally getting Alhaitham and Wanderer's OSTs. Yep, and Farina's song too. Her song All the World's a Stage has already been getting a ton of love. Oh, that's awesome. Noch mehr Musik. Das war es jetzt mit dem Stream, oder? Schätze ich zumindest einfach mal. Also ich muss sagen, der Stream ist absolut on fire. Good work, Genshin. Wir waren auf jeden Fall mit guter Laune da für alles, was sie gezeigt haben. Doch nicht.
So, I guess that means it's time for the version 4.3 special program to come to a close. Aww. But we haven't even come up with a plan for our Chioria Boutique commercial. Actually, we've already finished shooting it. You're right. The special program was a pretty good commercial. I'm certainly not going to forget the name Chioria Boutique after this. Totally. Oh my gosh, we really did cover a lot of important information today. For sure. The most important part is our final word from our sponsor, Chioria Boutique. I'm just kidding. I'm just kidding. I just wanted to let everyone know that I'm so excited to be a part of Genshin Impact. Jedes Mal ein Schluck Wasser, wenn die Chioria Boutique sagt, man ist voll. Totally. I feel exactly the same. Can't wait to see more Navia in her fighting action. And also, can't wait for little swimming sealies. Yes, They are so cute. So Oh my cute. goodness. And I think the new mini games are really fun, especially the one where we get to make like a little movie. Yes. Well, I am just so glad that the three of us have been able to do this special program together. This has been so much fun. Too. Really fun, And yeah. that's all we have for the version 4.3 special program. I hope that everyone's looking forward to experiencing all this exciting new content for themselves. Be sure to check it out when the update goes live. Yeah. Okay, bye. All right, bye guys. See you later. Bye, bye. Danke für das Update. Also viele kleine Mini-Events, Groß-Events. Museum. Okay, das sieht nach dem asiatischen Raum aus. Also werde ich dieses Museum nicht besuchen. Und was denkt ihr, was haltet ihr vom Patch jetzt, wo ihr es gesehen habt, einmal gehört habt? Was Genshin alles zu präsentieren hat für uns? Seid ihr hyped oder denkt ihr euch zu wenig oder denkt ihr euch zu viel? Es waren ja eigentlich nur Figuren und Events, aber neue Events, muss man dazu sagen. Zhongli sieht so atemberaubend aus, der sah wirklich gut aus. Ninak mag den... Ninak? Ich spreche ihn sowieso falsch aus, mag den Patch sehr. Es wird halt ein chilliger Patch. Ganz entspanntes Genshin Impact genießen. Keine große Story, keine neue Map. Das sind ja für mich eigentlich immer so die zwei wichtigsten Sachen, Story und Map. Die kriegen wir beide nicht. Dafür als Ausgleich kriegen wir halt viele Systemoptimierungen. Und die Events sahen wirklich lustig aus. Und das war jetzt nicht wirklich viel. Hype vor allem auf die neuen Chars. Okay, Übergangspatch, aber dafür sehr stark. Genshin hat die letzten 3 Patches schon extrem geliefert, ja. Also die letzten 3 Patches, muss man sagen, was da an Story und Map und Co. kam, Fontaine, die ganze Introduction jetzt über die letzten, oder ja, die letzten Drittel, das letzte Dritteljahr war heftig. Da kann man auch einmal einen Patch machen zur kleinen Pause. Haben wir einen dritten Code bekommen? Ja, haben wir. Wartet. Poste den auch in den YouTube-Chat. Rein Rerun ist für dich das Highlight. Dann die bitte Nachricht lösen und bitte Nachricht ersetzen. Hat das geklappt? Ja. Wunderbar. Guter Patch, aber dachte, die haben eine neue Waffe, aber hat die Stangenwaffe. Ja, ist Zweihand. Also, das war ja eine fette Axt. Oder meinst du die 4-Sterne-Figur? Schilfriss, die ich nicht aussprechen kann. Lili ist richtig hyped. Hyped auf Navia. Die meisten freuen sich auf Navia. Was sind die Banner? In der ersten Hälfte kommen Navia und Ayaka. Und in der zweiten Hälfte kommen Raiden und Yoimiya und die 4-Sterne-Figur, die man hier sieht, die ich nicht aussprechen kann. Absolut kompliziert wieder. Und nochmal ganz kurzer Hinweis, solange noch Leute da sind, es läuft gerade ein Gewinnspiel, falls ihr Interesse habt, bevor ihr jetzt gleich alle ganz schnell wegrennt und sagt, ah, Hilfe, ich muss gehen. Dankeschön, Moa, dafür, dass du es hier gepostet hast. Ich poste es auch noch einmal hier, dann erzähle ich über das Gewinnspiel. Genshin Player, hier die 3 Codes. Ihr habt 20 Stunden. Doppelpunkt. Zack, 1, Code Nummer 1, Code Nummer 2 und dann haben wir hier nochmal Code Nummer 3. Bitteschön für alle, die in meinem Discord-Server sind. Aber bezüglich des Gewinnspiels, jetzt gerade hier im Sonius Update-Chat, mache ich eine kleine Uwe-Verlosung, falls ihr Lust habt, auf das Getränk von Weeps für Weeps. Ist kein Energy, sondern ist wirklich nur ein Erfrischungsgetränk, aber mit Fokus auf Qualität in allen Bereichen. Das heißt Design, Geschmack, Dose, alles einfach Top-Quality. Also wirklich ein High-End-Produkt, was das angeht. Und davon verlose ich jede Sorte einmal über meinen Discord-Server. Kommt da gerne vorbei, wenn ihr wollt. Sowieso seid ihr immer herzlich eingeladen in meinem Discord-Server für alles. Aber jetzt gerade eben auch für das Gewinnspiel, das löse ich nächsten Mittwoch auf. Das wollte ich noch erwähnt haben, bevor alle wegrennen, dadurch, dass ich leider gleich offline muss und meine Kinder abholen muss von der Kita und dann dementsprechend das Privatleben weitergeht. Dass ihr euch nicht wundert. Ich würde gerne High-End-Produkt nächsten Tage.
Ich würde gerne probieren, weiter zu streamen. Aber aktuell kann ich freitags leider nie länger als ungefähr 14:30. Ich muss davor mal ausmachen. Letzten Hydrokoli? Keine Ahnung. Wahrscheinlich dann erst in der 4.4 Goru. Wer weiß, was da noch kommt. Also die müssen ja neue Maps irgendwann mitbringen. Aber ich kann es verstehen, dass sie jetzt mal einen Patch Pause brauchen, 6 Wochen. Nach dem, was sie für die letzten 3 Patches programmiert haben und geballert haben. Und wahrscheinlich schon an den nächsten Maps sitzen und an 5.0 sitzen und. Einen schönen Start ins Wochenende. Dankeschön, Taika, du auch. Comic-Con ist dieses Wochenende. Ich wusste nicht mal davon, wenn ich ehrlich bin. High-End-Produkt steht sogar in beiden Chats. Ja, High-End-Produkt, HAI. Aber ich bin sehr, sehr, sehr happy. Und natürlich, wenn ihr es selber euch holen wollt, seid immer herzlich eingeladen. Stuttgart ist so weit weg von mir, da bin ich leider nicht dabei. Seid immer herzlich eingeladen, wenn ihr es selber probieren wollt. Dann könnt ihr das Ganze machen, drinkuvo.com und spart 5% mit Code Sonius. Beste Empfehlung des Tages. Wo soll ich dir die Bilder schicken? Oh, kannst du mir die wieder auf Discord schicken? Lucifer, so eins nach dem anderen wieder, sodass ich direkt in der richtigen Reihenfolge habe. Und dann kann ich noch ein Video dazu machen, bevor ich gehe. Ja! Dann kriegt ihr nochmal eine Zusammenfassung auf YouTube. Aber dann können wir die Tage nochmal ein bisschen drüber schnacken. Für mich die Highlights definitiv, dass Navia Geo ändert. Hallöchen, Laila, du kommst genau zum Ende. Und Boster, Dankeschön für den Sub im 26. Monat. Bringt einen eigenen Geospielstil mit, den wir so bisher noch nicht gesehen haben. Dann Chevris, oder wie sie heißt, Chevris, ist auch vollkommen egal. Ist die erste mit einer Pistole und support nochmal den Playstyle Overload, das heißt Fire Electro, da ist sie jetzt die Nische, die das Ganze füllt. Und die ganzen Events waren neue Events, neue Minigames und unter anderem ein PvP-Minigame, wo wir dann einfach mal ein bisschen gegeneinander spielen können, vielleicht mit kleinen Gewinnspielen oder sowas. So ein Mini-Turnier, Mini-PvP-Turnier und wir suchen den Gewinner der Community, wer am besten da drin ist. Machst du noch Puls auf Zuschauer-Accounts? Ja. Wenn ich darf, ich mache gerne Puls auf Zuschauer-Accounts. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich bei euch Navia pull, ihr macht das gerne mit eurem Puls natürlich. Gewinnspiel, das letzte Gewinnspiel habe ich gemacht, ja, für Furina, was absolut Hype war. Und ich denke mal, das nächste Gewinnspiel machen wir dann zur nächsten Waifu, die auch ich absolut als Waifu feiere. Also beispielsweise, wen haben wir denn da als Waifus? Wir haben so eine Alecino beispielsweise. Wenn die kommen würde, dann ist Sonius aber ganz schnell da und ballert ein Gewinnspiel für euch raus. Genau. Da bin ich instant da. Dann gibt es wieder das nächste Gewinnspiel für den nächsten Fighter, meine Freunde. Aber der Stream hat so viel Spaß gemacht mit dem Gewinnspiel für Furina. Das war so ein High-End-Stream. Ich brauche das wieder. Ich habe Bock drauf. Auch wenn es viel kostet, auch wenn so ein Gewinnspiel nicht billig ist mir vollkommen egal. Ich brauche nochmal so ein Gewinnspiel. Bitte, bitte, bitte. Es war zu geil. Und ich denke mal, jeder von euch hat es auch gefeiert, dass wir eine Furina verlost haben, oder? Grundsätzlich. Und dann verlosen wir als nächstes eine Alecino. Gut. Ich überlege noch, wo ich euch jetzt hin rüber raide. Wie gesagt, ich kann leider nicht lange heute live bleiben, was ein bisschen schade ist. Ist halt so. Muss man mit leben. Sonius heute nur kurz am Start. Ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass Hai den Stream auch ausmacht. Aber wir könnten mal Tante Tigger oder MW raiden. Die kann ich beide nur sehr, 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 sehr selten raiden. Und sowohl Tante Tigger als auch MW94 sind gerade live. Scary Zelda, du hast es verpasst. Ja, du kannst den Stream anschauen. Bei Twitch wird er gleich in der Wiederholung landen und bei YouTube auch. Bei Twitch ist er dann 60 Tage verfügbar. Bei YouTube ist er dann dauerhaft verfügbar. Eure Navias Waffe. Oh, stimmt, das darf man auch nicht vergessen. Selbst Sonius sagt, neue Waffe. Das falsche Info. Wie? Falsche Info, neue Waffe. Ist die Axt keine neue Waffe? Oder was? War die Axt nicht neu? Bei Navia? Ich sag, die Axt ist neu. Hotaroneko. Das Gewehr ist ihre E. Achso, ja, da habe ich doch nicht neue Waffe gesagt bei ihr. Sonius Love. Ich sagte nur neue Playstyle, den man so nicht gesehen hat. Nee, dann habt ihr mich falsch verstanden. Das wollte ich nicht sagen, dass es einen neuen Waffentypen gibt oder eine neue 4-Sterne-Pistolenwaffe oder ähnliches. Das kam dann falsch rüber. Das wollte ich nicht sagen. Als neue Waffe meine ich nur die Axt von Navia. Das ist die und natürlich die Eventwaffe. Dankeschön, Hotaroneko, auch für deinen wundervollen Sub hier auf dem Stream. Leider, wie gesagt, muss ich verschwinden. MW oder Tante Tigger, wo gehen wir rein? Schwierig. Wer bleibt noch länger live von den beiden, ist die Frage. Bleibt MW noch lange live? MW ist schon offline, never mind. Dann hat sich das geklärt, weil das dachte ich nämlich,
dass der meistens früh verschwindet und der hat Tante Tigger geradet, da gehen wir direkt auch nochmal hinterher. Und das ist eine Streamerin für den Morgen, meine lieben Freunde. Danke, dass ihr heute am Start wart. Ich hoffe, ihr freut euch auf die 4.3. So oder so werde ich jetzt versuchen, noch ein super schnelles Video in 10 Minuten aufzunehmen, hochzuladen. Und dann muss ich die Kinder abholen, wie gesagt. Dementsprechend wünsche ich euch noch viel Spaß bei Tante Tigger, falls ihr noch ein bisschen live bleibt. Und wir sehen uns dann spätestens Sonntag wieder. Eigentlich möchte ich Black Clover zocken. Da bin ich mich absolut am Hype. Falls ihr auch Bock drauf habt, kommt gerne in meinen Discord-Server. Das Spiel kam jetzt erst raus. Black Clover Mobile. Wir versuchen hier eine kleine Community aufzubauen in Black Clover. Bedeutet, wir haben unsere eigene Gilde und ähnliches. Kommt dafür gerne ran in den Chat. Und dann werden wir eine absolut coole Community gründen rund um Black Clover. Wo YouTube-Videos dazu machen, überlege ich mir noch. Aber ich möchte auch da einfach weitermachen mit dem Game. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Start seid, weil das super viel Spaß macht und ich hoffe, sehr viel Spaß im Stream hatte. Sagen wir mal 4 Schuss Werbung, alles klar, perfekt. Das zum Cheese sagen. Erstmal nochmal Werbung, Twal an Twitch. Dankeschön für gar nichts. Du kriegst aber auch nichts in Twitch, ne? Werbeunterbrechung endet in einer Minute. Egal, ich schickt euch jetzt trotzdem rüber zu Tante Tigger. Werbung ist schon was Nerviges, ja. Twitch, wir lieben dich nicht dafür, dass du Werbung ballerst. Danke für den Stream, Leute. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich versuche so schnell wie möglich wieder live zu kommen, weil ich jetzt einfach Bock habe und im Hype bin. Bye, bye!